Mann, das ist eine totale Edelmarke. Mein Alter hat sich so einmal in Italien gekauft. Die kostet nicht unter 500 Mark. Das ist nicht dein Ernst. Sollen wir das als ein, ja, ich habe mich in Freiburg verliebt interpretieren? Du willst mich nicht, weil ich krank bin. Ramon, nein. Das darfst du nicht denken. Ich weiß, was ich weiß. Und jetzt hau ab. Ja komm, dann lass uns wetten. Um was? Na, um Kathi. Wenn ich verliere, kriegst du sie, also was ist? Na komm. So noch lang zu überlegen. Kathi ist eine super Frau, die macht im Bett, was du willst. An so eine kommst du so schnell nicht wieder ran. Ja, schon möglich. Aber Egal, ob du die Wette verlierst oder nicht, du schießt Kathi eh ab. Warum soll ich mit dir um etwas wetten, was ich dann sowieso kriegen kann? weil du ohne mich keinen Stich bei ihr landest, klar? Das sehe ich anders. Also gut, bestimm du den Wetteinsatz. Was hältst du davon? Wenn du verlierst, stellst du mir für eine Nacht dein Apartment und Kathi zur Verfügung. Wiedersehen, die Damen. Und den Shampoos und die Fossalien. Und was bekomme ich, wenn ich gewinne? Die Uhr und eine Kiste Shampoos. Sagen wir 2. Okay. Die Wette gilt. Zwei von der 3 alten Kuna. Und wenn du möchtest, gehe ich mal oben nachsehen, was so abgeht. Was? Wenn du willst, gehe ich oben nachsehen, was Jessica und Ramon gerade machen. Ganz diskret natürlich. Ich glaube nicht, dass wir uns da einmischen müssen, hm? Wieso nicht? Weil es uns nichts angeht. Von wegen. Wenn Jessica nichts von Ramon will und er deswegen schlecht drauf ist, können wir es doch nachher ausbaden. Es sei denn, sie überlegt es sich doch noch anders. So ein Quatsch. Jessica hat klipp und klar gesagt, dass sie nichts vom Ramon will. Das hat nichts zu sagen. Na, versteh einer euch Frauen. Hey, warte doch mal. Lass mich in Ruhe. Tja, dafür, dass sie nicht in Ramon verliebt ist, sah sie ganz schön mitgenommen aus. Aber wie gesagt, ich verstehe einer euch Frauen. So, das ist das Letzte. Ja, nett. Ist was? Naja, ein paar Fotos wirst du ja sicher von deiner großen Liebe gemacht haben, oder? Und die will ich jetzt sehen. Vergiss es. Wieso? Weil ich erst in Ruhe sehen will, wie die Sache sich entwickelt. Nee, das kannst du genauso, wenn ich weiß, wie er aussieht. Ja schon, aber ich habe mir fest vorgenommen, niemandem was davon zu erzählen. Außerdem will ich nicht, dass Papa was weiß. Ich erzähle kein Wort, versprochen. Und dann rutscht dir doch was raus, dann mischt sich Papa ein, gibt mir 1000 gute Ratschläge. Nee, danke. Kein Bedarf. Hat er denn Grund, sich einzumischen? Chris würde ihm schon gefallen. Aha. Er heißt also Chris. Und warum glaubst du, dass er Arno gefallen würde? Er ist sehr nett, liebevoll, charmant und unheimlich leidenschaftlich. Leidenschaftlich. Mhm. Und wann siehst du ihn wieder? Wenn ich das bloß wüsste. Und wie verbringst du den angebrochenen Nachmittag? Keine Ahnung. Vielleicht rufe ich Jackie an und frage, was sie vorhat. Warum hast du das denn nicht gleich gemacht? Keine Ahnung. Ich wollte mich vielleicht noch nicht festlegen. So, hör jetzt ab. Viel Spaß beim Bummeln, gell? Na, endlich. Ich dachte schon, den werden wir gar nicht mehr los. Ging mir genauso. Also, wo fangen wir an? Wie wär's mit einer Boutique? Jetzt sag bloß, du willst mir noch mehr Klamotten schenken. Quatsch.
Obwohl, ich habe deine Lederjacke gesehen. Die würde dir bestimmt gut stehen. Oh Mann, ich habe ein Kleid entdeckt, das wie für dich gemacht ist. Was ist denn hier los? Sag mal, spinnst du? Mach die Musik wieder an. Nicht bevor du mir sagst, was hier los ist. Nichts. Und jetzt lass mich in Ruhe. Falls du drüber reden willst. Hör mal, hast du was an den Ohren? Ich hab gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Ist okay, Alter, war bloß ein Vorschlag. Den du dir sonst wohin stecken kannst. Oh Mann. Diese Jessica musste ja ganz schön den Kopf Das geht verdreht dich haben. einen Scheißdreck an, okay? Und wenn du wüsstest, dass Jessica vorhin ziemlich fertig aussah, als sie aus der Pension rauskam? Würdest du dann drüber reden wollen? Nein. Aber wenn du unbedingt quatschen willst, warum gehst du dann nicht runter in die Kneipe? Da wirst du bestimmt jemanden finden, mit dem du meine Probleme ausdiskutieren kannst. In aller Betroffenheit, versteht sie. Du bist echt ein Arschloch, was? Ja, ich weiß, jetzt hör! Warte mal. Die Kette da würde prima zu dem Kleid passen. Ja, die ist nicht schlecht. Allerdings ein bisschen teuer. Warte doch mal. Ach komm, ohne Kohle macht sowas doch gar keinen Spaß. Ach was, anschauen kann auch ganz lustig sein. Und es ist umsonst. Also gut. Was gefällt dir denn am besten? Von der Kette mal abgesehen. Willst du das wirklich wissen? Klar. Oder glaubst du, mich interessiert nicht, welchen Geschmack meine Freundin hat? Also welcher Klunker würde dir zusagen? Oh, der Ring hier, der ist toll. Der ist nicht schlecht. Was hast du denn vor? Lass dich überraschen. Na, wie war euer Spaziergang? Schön. Wieso fragst du? Nur so. Hat jemand für mich angerufen? Nee. Wieso fragst du? Nur so. Erwartest du denn einen Anruf? Eigentlich nicht. Das heißt, ein Professor wollte sich bei mir melden wegen einer Klausur. Kein Problem, er kann ja auf den Anrufbeantworter sprechen. Ja, oder falls wir am Telefon sein sollten, richten wir dir natürlich gerne aus, was er zu sagen hat. Das machen wir doch, oder? Das wäre sehr nett von euch. Von wegen, ihr Professor. Oh, er ist einfach himmlisch. Und sobald sich eine passende Gelegenheit bietet, könnte ich mir vorstellen, dass... aber ich will nicht zu viel verraten. Dann steht wohl demnächst ein größeres Fest ins Haus. Ist schon möglich. Sagen Sie mal, die Uhr da hinten. Ist das zufällig dieser Schweizer Chronometer, der dieses Jahr auf den Markt gekommen ist? Sie wissen schon, der mit Stoppfunktion, Saphirglas, bis zu 100 Meter wasserdicht. Könnte ich den vielleicht mal probieren? Selbstverständlich. Dankeschön. Sie verstehen was von Uhren? Ja, allerdings nicht so viel wie vom Fußball. Mein Freund spielt nämlich bei der Eintracht in Köln. Dankeschön. Die ist wie für mich gemacht, ne? Wie gefällt sie dir? Die steht dir total super. Finde ich auch. 2000 sind wirklich nicht zu viel dafür. Tja, aber ich werde wohl noch eine Weile auf das gute Stück verzichten müssen. Ich dachte, du verdienst ganz gut. Ja, tue ich auch. Aber zurzeit bin ich noch ein bisschen klamm. Tja, man kann nun mal nicht alles haben. Aber irgendwann gehört sie mir. Wiedersehen. Wiedersehen. Fußballer. Rausgeschmissen? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich werde ja wohl noch einen Rausschmiss von einer Einladung unterscheiden können. Klar, mich wundert's nur, weil ihr redet doch sonst über alles. Ja, das fand ich auch ein bisschen komisch. Nur Jessicas Abfuhr scheint ihm so sehr das Hirn vernebelt zu haben, dass er mich schon gar nicht mehr erkannt hat. Dann hättest du vielleicht mal mit der blonden Perücke versuchen sollen. Ich glaube, dann wäre er total ausgerastet. Obwohl, so schlecht ist die Idee gar nicht. Die mit der Perücke? Nein, dass eine Frau mit ihm redet. Ihr seid in solchen Dingen irgendwie einfühlsamer. An wen hast du denn da so gedacht? No way. Vergiss es. Wieso nicht? Nein, weil wir geschiedene Leute sind. Ich dachte, ihr wollt Freunde bleiben, oder hat sich da was geändert? Na also, dann verstehe ich nicht, warum du so zickst. Ramon braucht dich. Er braucht mich. Jetzt braucht er mich vielleicht. Aber als er auf seinem Jessica-Trip war, da hat er mich nicht gebraucht. Geschweige denn, dass er mich mal gefragt hat, ob ich ihn brauche. Hm? Er war halt verknallt. Ach, schön für ihn. Na gut, dann muss er jetzt eben mit den Folgen auch fertig werden. Cleo.
Ach, Frank, jetzt kapierst du mal endlich. Ich habe keine Lust, immer den ewigen Seelentröster zu spielen. Jetzt lass mich in Ruhe. Am liebsten würde ich sofort meine Sachen packen und wieder nach Freiburg kommen. Oh, was du wieder denkst, Ela. Obwohl, die Nacht mit Chris war schon einmalig. Sag mal, hat er sich bei dir denn gemeldet? Ich? Wieder nicht, aber nimm mal seine Telefonnummer. Was? Echt? Ja, gib doch her. Sekunde. Einen Moment. Moment. Ja, jetzt geht's. Ja. Okay, habe ich. Und das alles mit Freiburger Vorwahl, ne? Gut. Ich danke dir. Also, bis dann. Ciao. Kathi? Mein Gott, da bist du ja endlich. Ich habe gerade noch mal angerufen. Was gibt's denn so Dringendes? Halt! Rate mal, wo Dennis und ich waren. Oh, wie ich ihn kenne, würde ich auf der Piepshow tippen. Jackie. Also gut, ich habe keine Ahnung. Wir waren beim Juwelier. Und um mir das zu sagen, lässt du mich extra hier rauskommen? Der Hammer kommt doch erst noch. Dennis will sich mit mir verloben. Was? Ja, ich war auch total von den Socken. Aber als der Juwelier mir den Ring gab und sagte, dass demnächst wohl ein größeres Fest ansteht, da hat Dennis mich angesehen. Mir war sofort klar, was das zu bedeuten hatte. Also jetzt erstmal der Reihe nach. Dennis hat dir also einen Verlobungsring geschenkt, richtig? Nein, ich durfte mir nur einen aussuchen. Verstehe. Das heißt, eigentlich verstehe ich es nicht. Wenn er sich doch mit dir verloben will, warum wartet er dann noch? Weil er zurzeit ein bisschen knapp bei Kasse ist. Aber sobald er wieder flüssig ist, verzichtet er sogar auf seine Lieblingsuhr, nur um mir den Ring schenken zu können. Ist das nicht lieb von ihm? Allerdings. Aber bist du dir sicher, dass das nicht wieder einer seiner Scherze ist? Ach, so wie er mich angesehen hat, kann er das nur ernst gemeint haben. Ach, das hast du bei der Sache mit dem Partnertausch auch gedacht. Und hinterher hat sich alles als ein riesengroßes Missverständnis rausgestellt. Sag mal, wer war denn jetzt mit Dennis beim Juwelier? Du oder ich? Na, du natürlich. Ja, siehst du, da wette ich ja wohl auch genau wissen, was er gesagt hat. Dein Einkaufsbillet war wohl doch nicht so erfolgreich, was? Ganz im Gegenteil. Ich habe Kathi das gute Stück gezeigt und es ihr sozusagen schmackhaft gemacht. Wie das denn? Indem ich von ihr wissen wollte, worauf sie so abfährt. Prompt hat sie mir einen Ring gezeigt, der ihr gefallen würde. Was hat das jetzt mit der Uhr zu tun? Oh Mann, die Kleine denkt, dass ich ihr den Ring als Verlobungsgeschenk kaufen werde. Anton, Danke. bitteschön. Und nun spekulierst du darauf, dass sie dir aus purer Vorfreude die Uhr schenkt. Manchmal bist du ein cleverer Junge. Ja, bin ich auch. Was für ein Kathi deinen genialen Plan durchschaut? Ja, die ist so verrückt nach mir, das merkt die gar nicht. Kathi weiß, wie sie mich bei Laune halten muss. Der hat Ramon bestellt. Willst du ihm die rüberbringen? Ihr nervt. Alle beide. Danke. Darf ich? Klar. Ich vermute mal, du weißt, dass zwischen Jessica und mir... Naja, dass sie mir die ganze Zeit nur was vorgemacht hat. Das ist deine Version, hm? Das ist die Wahrheit. Ich kann mich doch nicht so sehr getäuscht haben. Sie hat mir eindeutig Hoffnung gemacht. Vielleicht hast du sie nur falsch verstanden. Bist du eigentlich nie auf den Gedanken gekommen, dass Jessica dich nur für einen guten Freund hält? Von wegen guter Freund. Sie ist total auf mich abgefahren, bis ich ihr von meiner Infektion erzählt habe. Ich denke, Jessica hat kein Problem mit deiner Infektion. Warum hattest du eigentlich nie ein Problem damit? Ich hab dich geliebt. Ich muss wieder rüber zu Niklas. Mama,
dachte, du bist in der Oper. Ja, das dachte ich auch. Weißt du, was dem Tenor passiert ist? Er ist geplatzt. Nein, er hat den Flieger verpasst. Ah, na, dumm gelaufen. Macht nichts. Sag mal, war Dennis heute Abend hier? Nein. Er hat eine Mannschaftsbesprechung. Leider. Verstehe. Du bist wohl sehr verliebt, was? Kann schon sein. Dann genieß die Zeit. In deinem Alter ist Verliebtsein was ganz Besonderes. Später denn nicht mehr? Doch schon, aber je mehr Erfahrung man hat, desto stärker geht alles in den Kopf. Mit 17 ist die Liebe noch was ganz Besonderes. Dann will ich nie älter werden. Das wird sich aber nicht vermeiden lassen. Ja. Danke. Dennis! Guten Abend, Frau von Sterneck. Hallo, Kathi. Guten Abend. Das ist aber eine Überraschung. Ich dachte, du musst zu dieser Besprechung. Die wurde verschoben. Ich hoffe, die gefallen Ihnen. Ja? Die sind wunderschön. Danke. Entschuldigen Sie bitte, aber ist das nicht eine Uhr aus der limitierten Auflage von Sergio Corani? Allerdings, aber woher wissen Sie das? Ja, das ist so eine Art Hobby von mir. Heute Mittag hätte ich mir sogar fast einen Chronometer gekauft, aber leider ist es am nötigen Kleingeld gescheitert. Was nicht ist, kann noch werden. Ja, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Schließlich gibt es noch wichtigere Dinge als eine Uhr. Zwei alt? Zwei alt brauche ich. Ja, Dankeschön. Also was meinst du, ist das nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Was? Dass Chris sich so lange Zeit lässt, um sich bei mir zu melden. Chris? So heißt er. Na, ihr beiden? Alles klar? Ich hol erst mal einen Kasten Wasser. Und? Hat sich dein Chris schon gemeldet? Also, mag ja vielleicht eine blöde Idee sein, aber warum rufst du ihn nicht einfach an? Weil ich mich nicht aufdrängen will. Also wenn du bei ihm genauso einen tiefen Eindruck hinterlassen hast, wie er bei dir, wird er sich mit Sicherheit freuen über deinen Anruf. Wenn das so ist, dann kann er sich auch bei mir melden. Naja, vielleicht hat er deine Nummer vergessen oder er war unterwegs, hat sie verloren Oder er will überhaupt nichts mehr von mir wissen. Dann ist er entweder blind oder blöd oder beides. Und um das rauszufinden, gibt es auch einen ganz einfachen Weg. Niklas, kannst du mir das Telefon mal schnell geben? Bitte. Danke, bitteschön. So, und jetzt rufst du ihn an. Ich weiß nicht. Aber ich. Was ist denn los? Bist du jetzt in Sitzstreik getreten? Nee. Ich wollte nur einen Moment alleine sein. Schon verstanden. Susanne kam gerade vorhin in die Kneipe und wollte mir von ihrer neuen Liebe erzählen. Normalerweise höre ich da gerne zu. Das war heute leider nicht möglich. Kann ich gut verstehen. Würdest du Ramon noch mal eine Chance geben? Ich weiß es nicht. Aber du hast doch mit ihm gesprochen. Na also, das ist doch immerhin schon mal ein Anfang. Ein Anfang von was? Von einer neuen Beziehung. Oder liebst du Ramon nicht mehr? Ach, ich weiß es nicht. Als wir uns vorhin so gegenüber gesessen haben, da kamen alle schönen Momente wieder hoch. Na also. Ihr seid eben doch voneinander bestimmt. Warum hat er sich dann in Jessica verliebt? Naja, vielleicht weil
du dich mehr um die Kneipe als um ihn gekümmert hast, ne? Weißt du, ich habe mal was gelesen über diese südamerikanischen Gewächse. Die brauchen sehr viel Liebe und Zuneigung. Und eine Menge Dünger. Und was bei Pflanzen richtig ist, das kann bei Menschen dann nicht so falsch sein. Vom Dünger mal abgesehen. Schon möglich. Danke. Wofür? Na, für die Blumentipps. Einen doppelten Traubensaft, bitte. Einen doppelten Traubensaft? Ja. Warum gerate ich immer an den Falschen? Kannst du mir das mal sagen? Susanne, da war eine Frauenstimme auf dem Anrufbeantworter. Das hat überhaupt nichts zu sagen. Doch, dass er eine Freundin hat. Ein doppelter Traubensaft. Danke. Und, ja, was hat sie denn gesagt auf dem Band? Ja, hier ist die Nummer bla bla bla. Bitte hinterlassen Sie nach dem Piep eine Nachricht oder so ähnlich. Und daraus schließt du jetzt messerscharf, dass das die Freundin von Chris ist? Ja, wer denn sonst? Ja, was weiß ich, seine Ex-Freundin zum Beispiel. Seine Schwester oder seine Mutter. Und dazu klang die Stimme zu jung. Ja, dann wohnt er wahrscheinlich in der WG und das war seine Mitbewohner. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Mein Gott, Jackie, wie oft muss ich dir das denn noch erklären? Wenn so ein cooler Typ wie Dennis zu meiner Mutter geht und ihr Blumen mitbringt, dann tut er das nicht ohne Grund. Also früher hätte sowas ganz nach Heirat ausgesehen. So komisch ist das nur auch wieder nicht. Es passt doch alles zusammen. Sein Besuch auf Friedenau, seine Blicke beim Juwelier, den Ring, den ich mir aussuchen durfte. Ich krieg ihn, ganz bestimmt. Sag mir lieber, wie ich die ganze Sache jetzt beschleunigen kann. Meine Güte, dann leiht er sich eben die Kohle für den Ring irgendwo. Ja, ich wüsste, was ich ihm schenken könnte. Die Uhr. Ja, ich schenke ihm einfach die Uhr, die ihm so gefallen hat. Nur wo kriege ich das Geld her? Ich bin total pleite. Und meiner Mutter brauche ich mit dem Thema gar nicht erst zu kommen. Naja, vielleicht fällt mir bis dahin hier noch was ein. Mach's gut. Tschüss. Ja? Ich wollte nur mal sehen, wie es dir geht. Wie soll es einem Idioten wie mir schon gehen? Beschissen. Du bist ja nicht der Einzige, der Fehler gemacht hat, oder? Mag sein. Aber ich bin derjenige, der sich in Jessica verliebt und sich deswegen von dir getrennt hat. So was kommt vor. Cleo, was soll ich denn jetzt machen? Dich erstmal beruhigen. Und dann? Und dann sehen wir weiter. Soll das heißen, wir fangen nochmal von vorne an? Clea, du bist wirklich die tollste Frau, die mir jemals begegnet ist. Und egal, was passiert, diesmal bleiben wir für immer zusammen, stimmt's?